keine Lust und keine Zeit, unendlich viel Papier zum synodalen Weg zu lesen? Hier kommt der Grundtext des Forums 1, Macht- und Gewaltenteilung, auf den Punkt und das Papier gebracht. Wissenschaftliche Studien belegen: Priester haben über Jahrzehnte Kinder, Jugendliche und Ordensfrauen sexuell missbraucht. Bischöfe und Personalverantwortliche haben diese Verbrechen vertuscht. Menschen kamen zu Schaden. Täter wurden geschützt und Opfer vergessen. Church First war oberstes Gebot. Der synodale Weg hat die Aufgabe, diese Strukturen von Missbrauch und Vertuschung zu ändern. Das Forum 1 beschäftigt sich mit der engen Verbindung von Macht und Weihe und mit der hierarchischen Organisation der Kirche. Leitungspositionen sind bisher für geweihte Männer reserviert. Bei der Weihe versprechen sie dem Bischof Gehorsam. Aus dieser Loyalität entsteht leicht Abhängigkeit und das öffnet auch Willkür Tür und Tor. Alle, die nicht geweiht sind, nennt man in der Kirche Laien. Das kommt vom griechischen Wort Laos und meint das Volk Gottes, also alle Gläubigen. Diese brauchen die Erlaubnis oder Beauftragung eines Klerikers, wenn sie im Namen der Kirche handeln. Und zwar auch diejenigen, die gar keine Laien im üblichen Sinne sind, sondern religiöse Profis und zum Beispiel als Religionslehrer oder Pastoralreferentin arbeiten. Der mächtigste Katholik eines Bistums ist der Bischof. Bei ihm fallen Legislative, Judikative und Exekutive zusammen. Das heißt, er steht für die Regeln ein, setzt sie durch und überprüft, ob sie auch eingehalten werden. Echte Gewaltenteilung gibt es also in der Kirche nicht. Am Ende entscheidet immer der Bischof. In Personal- und Finanzangelegenheiten, in Fragen der Liturgie und der Pastoral, der Leitung und der Lehre. Machtkontrolle verläuft von oben nach unten. Die Bischöfe sind dem Papst gegenüber rechenschaftspflichtig, aber nicht den Gläubigen. Auch Ämter werden hierarchisch besetzt. Wer Bischof werden soll, bestimmt der Papst, nicht die Gläubigen. Und er bleibt im Amt, solange der Papst es will. Recht, Organisation und Selbstverständnis der katholischen Kirche unterscheiden sich erheblich von den lange etablierten Maßstäben einer demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft. Hier folgen aus gleicher Würde gleiche Rechte und aus gleicher Qualifikation auch gleiche berufliche Chancen. Geschlechtsspezifische Diskriminierung ist verboten. Führungsaufgaben unterliegen der Kontrolle durch unabhängige Gremien. Politische VertreterInnen werden gewählt. Ämter werden normalerweise auf Zeit besetzt. Wer seine Aufgabe schlecht ausübt, kann seines Amtes enthoben werden. Dass man Rechenschaft über seine Arbeit ablegt, ist selbstverständlich. Der synodale Weg bereitet nun eine Reform der kirchlichen Machtordnung vor. 2 Kriterien sind leitend. Erstens, Missbrauch und Vertuschung sollen wirksam verhindert werden. Zweitens, kirchliches Handeln soll rechtsstaatlichen Maßstäben genügen und sich an den Menschenrechten orientieren. Im Grundtext des Forums 1 wird dieses Programm so zusammengefasst: Wir haben verstanden, dass sich die Kirche schuldig gemacht hat. Wir haben verstanden, dass die Ursachen dafür mit der Struktur und der Lehre der Kirche verbunden sind und dass wir diese verändern bzw. die Lehre weiterentwickeln müssen. Das wird im zweiten Teil des Grundtexts konkretisiert. Entscheidungen sollen nicht mehr von einem allein, sondern gemeinsam gefällt werden, sowie transparent und überprüfbar sein. Leitung muss kontrolliert werden. Wer sie in einer Pfarrei oder im Bistum ausübt, muss darüber regelmäßig Rechenschaft ablegen. Ämter sollen professionell besetzt und zeitlich begrenzt werden. Die Gläubigen sollen an der Bestellung des Pfarrers oder Bischofs beteiligt werden. Es werden Konfliktlösungsverfahren eingeführt. Passt das zur Kirche oder sind das fremde Maßstäbe? Manche sagen, man darf die Kirche nicht demokratisieren. Sie muss sich am Willen Gottes orientieren, nicht am Willen des Volkes. Priester und Bischöfe werden schließlich geweiht, nicht gewählt. Ihre Vollmacht stammt von oben, von Gott, nicht von unten aus der Gemeinde.
Was wahr und heilig ist, kann nicht per Abstimmung bestimmt oder verändert werden. Es muss treu bewahrt und durch das kirchliche Lehramt an die Gläubigen weitergegeben werden. Dieses entweder von oben oder von unten ist falsch. Die Kirche hat immer schon politische Modelle und gesellschaftliche Vorstellungen in ihre Organisationsform aufgenommen. Die derzeitige Kirchenverfassung orientiert sich am Modell einer absolutistischen Monarchie. Aber entspricht sie auch dem Evangelium? Demokratische Prinzipien gehen nämlich durchaus Hand in Hand mit Grundüberzeugungen des Evangeliums. Dass alle Menschen gleich an Würde und Rechten sind, entspricht der Gottebenbildlichkeit aller Menschen. Paulus trat dafür ein, dass Geschlecht oder Herkunft in der Kirche keine Über- oder Unterordnung begründen dürfen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Und natürlich hat auch Jesus selbst ungerechte Herrschaft und Unterdrückung scharf verurteilt. Er wollte, dass seine JüngerInnen verantwortlich mit Macht umgehen. Diesem Grundsatz müssen also auch kirchliche Ämter und Strukturen gerecht werden. Die Organisationsform der Kirche muss zur Botschaft des Evangeliums passen. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht von der Sakramentalität der Kirche. Das bedeutet, sie soll Zeichen und Werkzeug sein für die Liebe Gottes und die Gemeinschaft unter den Menschen. Wenn Menschen von Kirchenvertretern Gewalt erleiden, geschieht aber das Gegenteil. Dann ist die Kirche kein Ort des Heils, sondern ein Ort des Unheils. Die Reform der Machtordnung der Kirche dient dazu, dass die Kirche wieder als Ort des Heils erfahren werden kann. Darunter geht's nicht.